Hey Leute! Nein, also, das ist nicht mein Stil. Hey Leute, Outpost Cologne TV hier. Und ja, wir sind bei der dritten Folge von Yu-Gi Aha angelangt. Euch scheint die Serie jetzt sehr zu gefallen und mir macht sie auch Spaß. Also legen wir doch gleich los mit 10 weiteren lustigen Fakten. Alles, was jetzt noch fehlt, ist die Brille. Und dann würde ich sagen, viel Spaß. Der kinetische Soldat wurde eigentlich im Champions Pack zuerst als Lichtattribut geprintet. Das wurde in den kommenden Boostern aber korrigiert, denn wahrscheinlich wurde es als Lichtattribut viel zu spielbar oder viel zu mächtig für solche Beschwörungen wie Chaos Sorcerer oder eben BLS. So müssen wir uns eben mit dem Erdattribut zufrieden geben. Das Kartenartwork von Verrückter Hummer musste neu gemalt werden, weil das Original eine editierte Version von einem Monster Hunter Künstler war. Tatsächlich haben die Designer den Typen nicht gefragt und einfach ja, praktisch kopiert. Tatsächlich kam dann ein Plagiatsvorwurf und das Bild musste neu gemalt werden. Hier seht ihr das Original und dazu die überarbeitete Version. Das echte Kartenlimit von 60 Karten im Deck wurde erst 2007 eingeführt, weil auf der deutschen Meisterschaft jemand ankam mit einem Deck von 2222 Karten. Das Bild dazu seht ihr hier und so cool wie es auch klingt, er wurde praktisch in der ersten Runde disqualifiziert, weil er sein Deck nicht richtig mischen konnte. Tja, schade eigentlich. Ich finde, das ist auf jeden Fall eine super Leistung, Konami dazu zu bringen, eine neue Regel einzuführen. Funfact dazu, in dem Jahr gewann Vittorio Victor mit Solemn Judgment Control. Ich glaube, der Name sagt alles. Das teuerste verkaufte Gemälde der Welt stammt von Paul Cézanne und heißt Card Players. Und wir sehen Kartenspieler. Was sie genau spielen, wissen wir nicht, aber ich würde mal ganz stark vermuten, es ist Yu-Gi-Oh! Das Gemälde wurde privat verkauft, aber es wird geschätzt auf einen Wert von knapp 275 Millionen Dollar. Tatsächlich wurde das Bild übertroffen im Februar 2015 von dem Bild Wann heiratest du? Dort wird der Preis noch heftiger spekuliert, aber man schätzt das Bild auf ungefähr 300 Millionen Dollar. Der Name des Themendecks Gishki kommt von dem japanischen Wort Gishiki und heißt einfach nur Ritual. Tatsächlich heißt das Themendeck bei den Japanern Ritua, was natürlich eine Referenz zu dem Wort Ritual ist. Ziemlich kreativ irgendwie. Die Karte Kokon der Evolution, wie ihr sehen könnt, ist die einzige Karte im Spiel, die keine Seriennummer hat. Selbst nicht nach dem Reprint. Ich könnte mir vorstellen, dass Konami damit ausdrücken möchte, dass ein Kokon, der gerade noch in der Entwicklung steckt, keine feste Nummer besitzt und wir erst rausfinden, welche Nummer er ist, nachdem dieser Kokon geschlüpft ist. Ob es da wirklich eine krasse Geschichte hinter gibt oder ob es einfach nur ein technischer Fehler ist, werden wir wohl nie erfahren. Tatsächlich wissen wir, wie Sagi, der dunkle Clown, unter seiner Maske aussieht. Wenn man auf sein OCG-Artwork guckt, ist die Maske nämlich vom Kopf entfernt, wie ihr hier sehen könnt. Oh, you touch my tralala. My ding ding dong. Im japanischen Artwork von Umhang und Dolch sehen wir eigentlich ein Fadenkreuz dazu, was implementiert, dass ein Mensch gleich oder in Zukunft erschossen wird durch einen Sniper. Tatsächlich wurde es im TCG verändert, weil es zu der Zeit, als die Karte rauskam, einen Sniper-Vorfall gab in den Vereinigten Staaten und so musste das ganze Design um die Karte verändert werden. Denn im OCG hieß die Karte auch nicht Umhang und Dolch, sondern Sniper aus dem nächtlichen Nebel. Bei uns im TCG repräsentiert die Karte keinen Sniper-Vorfall mehr, sondern eben Umhang und Dolch, was ein Spionagefilm ist und bei uns als ein tödliches Spiel von 1984 bekannt ist. Die Haustiere der Traptrix-Monster repräsentieren alle Kreaturen, welche bekannt dafür sind, mit Löchern ihre Beute zu fangen. Nephente zum Beispiel ist die Kannpflanze, Myrmeleo ist die Ameisenjungfer, Atrax ist die Trichternetzspinne, Dionäe ist die Venus-Fliegenfalle und die Exits, Rafflesia, ist einfach eine Rafflesie. Und ihr merkt schon, die Namen sind tatsächlich die offiziellen wissenschaftlichen Namen. Was ich ziemlich cool finde. Passend dazu, als letzten Fakt, habe ich mal wieder eine Geschichte ausgesucht und diesmal ist es eine Erzählung, die offiziell von Konami auch bekannt gegeben wurde, aber eben nur auf Englisch und ich möchte die für euch jetzt noch vorlesen auf Deutsch, falls ihr sie noch nicht kennt. Hier also Fakt 10, die Traptrix-Geschichte. Der Fleischfresserwald. Erkundungslogbuch. Es existiert ein Wald, der auf den ersten Blick total gewöhnlich erscheint. Aber wenn man über den Wald recherchiert, wird man eine beträchtliche Anzahl von Fällen über verschwundene Leute in diesem Wald finden. Als ein Biologe habe ich mich entschieden, diesen Wald zu studieren.
Und in diesem Log werde ich alles aufzeichnen, was ich herausgefunden habe. Die Existenz einer Gruppe von Organismen, welche für das Verschwinden der Person verantwortlich ist. Etliche Tage bin ich einfach nur gegangen, unfähig, irgendetwas über das mysteriöse Verschwinden der Person herauszufinden. Bis auf den Tag, an dem ich eine seltsame Szene tief im Wald erblicken konnte. Aus irgendeinem Grund hatte eine Gruppe von sehr jungen Mädchen den Weg in die Mitte des Waldes gefunden, und sie baten mich näher zu kommen. War das eine Art einheimischer Stamm? Ich entschied mich näher zu kommen, in der Hoffnung mit ihnen zu sprechen, aber ich hörte eine weitere Stimme aus dem Dickicht näher kommen und bin dieser gefolgt, um meinen Blick auf andere Bewohner des Waldes zu erhaschen. Und was ich vor mir sah, war wirklich abscheulich. Es waren einige Arten der Mädchen, die ich eben gesehen hatte. Sie waren verantwortlich für das Verschwinden der vielen Menschen im Wald. Und hier beginnt das fleischfressende Bankett. Fallenstellerin Atrax. Eine spinnenähnliche Kreatur, welche die Anführerin der Gruppe von Monstern zu sein scheint, welche ich später Fallenstellerin nannte. Wenn du ihr zu nahe kommst, wird sie dich mit Fäden einwickeln und verhindern, dass du dich irgendwie bewegen kannst. Fallenstellerin Myrmeleo. Eine Fallenstellerin, welche sich zu einer Ameisenjungfern-ähnlichen Gestalt entwickelt hat. Sie wandert im Wald herum, grabt Fallgruben, legt sich hinein und wartet, bis jemand in die Grube hineinfällt. Fallenstellerin Nepenthes. Eine Fallenstellerin, welche sich in eine Kannenpflanze entwickelt hat. Sie lockt Beute mit ihrem süßen Geruch an. Wenn du vorsichtig näher kommst, fällst du in die Verdauungssäfte der Pflanze. Fallenstellerin Dionaea. Eine neue Art von Fallenstellerin, welche erst später zu den anderen stieß. Es ist weise, vorsichtig zu sein, wenn eine in der Nähe ist, da sie gewöhnlich von anderen Fallenstellerinnen umgeben ist. Zu sehen war also ein Fallgruben-Albtraum der Fallenstellerin. Diese Fallen sind, wie ich erfuhr, große, raubartige Organismen, welche Menschen mit ihrem unschuldigen Aussehen täuschen. Dann zeigen sie ihre wahren Motive, ihre Beute zu fangen und zu verschlingen. So habe ich mich entschlossen, diese Organismen Fallenstellerin zu nennen. Wenn du also mal eine dieser Kreaturen siehst, verlasse den Bereich, ohne diesem nahe zu kommen. Falls du trotzdem nahe kommen solltest, ist es keine Übertreibung zu sagen, dass du keine Chance hast, zu entwischen. Als ich versuchte zu entkommen, wurde ich von der Spinnentyp-Fallenstellerin verfolgt. Dennoch konnte ich dank dem starken Insektenspray, was ich bei mir hatte, ohne Probleme fliehen. Erkundungslogbuch Ende. So, das war's dann auch schon wieder von dieser Folge Yu-Gi Aha. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und konntet ein, zwei Dinge dazulernen. Falls es euch gefallen hat, bitte lasst ein Like da oder kommentiert unter dem Video, das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge Yu-Gi Aha wieder oder eben in der nächsten Woche zu einigen Deck-Profiles, weil ja nächste Woche das neue Booster-Set rauskommen wird und da stelle ich noch ein paar neue Decks vor. Also, wir sehen uns dann in diesen Videos. Bis dann.